Stellt euch vor, ihr haltet eine Online-Session, aber so nach und nach schalten alle Teilnehmenden ihre Videos aus. Und ihr wisst genau, sie machen was ganz anderes. Damit euch das nicht passiert, haben wir hier die besten Tipps. Check it out. Hey und herzlich willkommen. Online-Sessions sind eine super Möglichkeit, gemeinsam zu lernen oder neue Ideen zu entwickeln. Zum Beispiel in einem Workshop. Wir sprechen heute darüber, was macht eine gute Online-Session aus, wie könnt ihr euch und die Teilnehmenden gut vorbereiten, wie gestaltet ihr die Durchführung und was könnt ihr tun, dass eure Session nachhaltig in Erinnerung bleibt. Was macht eine gute Online-Session aus? Das Wichtigste, dass die Teilnehmenden etwas davon haben. Deshalb klärt direkt zu Beginn, was ist das Ziel der Session und was haben die Teilnehmenden davon, also was ist der Nutzen. Hier ein Beispiel von einer meiner Feedback-Sessions. Direkt zu Beginn sage ich, der Nutzen dieser Session ist, zu lernen, Feedback zu geben. Das Ziel ist es, eine Methode kennenzulernen, die ihr dann auch selbst ausprobieren könnt. Eine gute Online-Session ist abwechslungsreich. Nutzt also alle Möglichkeiten, die euch zur Verfügung stehen. Aktiviert eure Teilnehmenden durch Fragen und Aufgaben und wenn ihr selbst Input liefert, dann kurz und knackig auf den Punkt. Austauscht Diskussionen und Praxisübungen am besten in kleinen Gruppen. Die meisten Videotools haben ja diese Funktion. Hier wieder ein Beispiel von meiner Feedback-Session. Erst frage ich, welche Erfahrungen die Teilnehmenden mit Feedback gemacht haben. Dann erkläre ich die Feedback-Methode und im Anschluss schicke ich alle in kleine Gruppen, sodass sie es selber ausprobieren können. Denkt dran, die besten Erkenntnisse bekommen wir durch Erlebnisse. Gestaltet eure Sessions also möglichst interaktiv, das macht es spannender für euch und für eure Teilnehmenden. Mir persönlich ist es am liebsten, wenn die Leute mit Video und Ton zugeschaltet sind. Denn über Sprache und Körpersprache bekomme ich nochmal viel mehr Informationen vermittelt. Wenn das nicht geht, dann könnt ihr euch auch Fragen überlegen, die die Teilnehmenden im Chat beantworten können. Und so merkt ihr auch, wer wirklich aktiv dabei ist. Hier kommen jetzt 4 Tipps für die Vorbereitung. Tipp Nummer 1. Gerade online ist es wichtig, dass alles gut vorbereitet ist. In einem echten Raum könnt ihr auch mal schnell auf einem Flipchart improvisieren. Das ist online nicht ganz so leicht. Überlegt euch also genau, was wo stattfindet und welche Tools ihr dafür braucht. Tipp Nummer 2. Öffnet alle relevanten Tabs und Dateien, die ihr während der Session braucht und schließt die, die ihr nicht braucht. Vor allem aber schaltet Push-Benachrichtigungen aus. Ihr wollt ja nicht, dass die Teilnehmenden eure E-Mails lesen. Tipp Nummer 3. Baut euch ein passendes Setup, am besten in einem ruhigen Raum. Ich nutze immer 2 Bildschirme, einen um die Leute zu sehen und auf dem anderen teile ich die Infos. Bewährt haben sich Headsets mit Kabel. Bluetooth bricht nämlich manchmal ab. Und ich stelle mir immer noch ein paar Feelgood-Dinge bereit, zum Beispiel ein Glas Wasser. Tipp Nummer 4. Sorgt dafür, dass auch die Teilnehmenden sich gut vorbereiten können. Gebt ihnen also die Möglichkeit, die Tools vorher schon zu testen und nehmt ihnen damit die Angst davor. Ich schicke zum Beispiel immer eine Woche vorher das Videotool und das Whiteboard zum Ausprobieren. Kommen wir nun zur Durchführung. Denkt dran, der erste Eindruck zählt. Startet also mit einem freundlichen Hallo und überlegt euch direkt eine kleine Aufgabe für die ersten Minuten. Zum Beispiel eine Frage, die die Teilnehmenden im Chat beantworten können. Also sowas wie: Woran denkst du beim Thema Feedback? Definiert Session Rules, also gebt den Teilnehmenden Tipps, wie sie sich in der Online-Session verhalten sollen. Zum Beispiel könnt ihr definieren, dass sie sich stumm schalten, wenn sie selbst nicht reden, ob sie die Kamera an oder aus haben und ob sie die Handheben-Funktion nutzen. Erklären, erklären, erklären. Erklärt immer, was ihr vorhabt, denn anders als in einem echten Raum können die Teilnehmenden online nicht sehen, was ihr macht. Sagt zum Beispiel: Ich poste einen Link in den Chat, den könnt ihr rechts unten im Chatfenster sehen. Macht Pausen. Online-Sessions sind generell etwas anstrengender als Face-to-Face. Denn man muss sich mehr konzentrieren, um wahrzunehmen, was in diesen ganzen kleinen Kästchen überhaupt passiert. Am besten ist es, wenn ihr mehrere kleine Pausen macht. Wenn eure Session dann vorbei ist, was könnt ihr tun, damit sie in Erinnerung bleibt? 3 ganz einfache Tipps. Erstens, Inhalte zur Verfügung stellen. Zum Beispiel als PDF oder ein Link, wo man sich alles runterladen kann. Zweitens, Kontaktmöglichkeiten. Also, wen können die Teilnehmenden ansprechen bei Fragen oder auch, wie können die Teilnehmenden selbst in Kontakt bleiben? Und Tipp Nummer 3, holt euch Feedback. Zum Beispiel über eine kurze Umfrage und so werden eure Online-Sessions immer besser und besser. Wir wünschen euch viel Erfolg und denkt dran, eine gute Online-Session macht Spaß. Euch und den Teilnehmenden.